Fehler 2. Guckt kurz in die Playlist zum Fehler 1. Da habe ich es schon kurz erwähnt. Was ist, wenn der Ansauglufttemperatursensor kaputt ist oder einen völlig irren Wert anzeigt? Das ist genau dieser Fehler 2. Die Heizung weiß also, was da plausibel ist und was nicht. Ich sag mal, ein Wert über 40, 50 Grad würde von der Heizung schon als fehlerhaft empfunden werden. Wenn es einen Kurzschluss auf der Platine gibt beim Sensor, dann sowieso. Dann kommt der Fehler 2, heißt, der Überhitzungssensor ist sozusagen, oder der Ansauglufttemperatursensor ist im Prinzip als kaputt anzusehen. Man kriegt es eigentlich nicht hin, indem man das sozusagen mit der Warmluft füttert und dann auf solche hohen Werte kommt, weil die Heizung, wie gesagt, die Leistung vorher reduziert. Das heißt, wenn man den Fehler 2 sieht, kann man relativ sicher davon ausgehen, dass der Sensor tatsächlich kaputt ist, was bedeuten würde, dass man die Hauptplatine tauschen muss, beziehungsweise natürlich eher bei einem autorisierten Servicepartner das machen lässt, sonst ist die Garantie weg. Nebenbei würde sich auch die Seriennummer der Heizung ändern. Insofern lasst es machen. Passiert aber fast nie.